Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin dein Host Richie und freue mich wieder eine Folge vom QS-Tag 2023 mitbringen zu dürfen. Heute hatte ich im Gespräch Karin Vosseberg von der Hochschule Bremerhaven und wir haben uns dem Thema genähert, wie man denn Qualitätssicherung in der Hochschullehre verankern kann, was Nachhaltigkeit damit zu tun hat und wie man Studierende dazu bekommt, Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung schon frühzeitig zu leben. Eine sehr spannende Folge, die mal einen Einblick gibt, wie Hochschullehre in diesem Bereich auch funktionieren kann. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Karin, schön, dass du da bist. Ja, schön, Richie, dass ich dich hier treffe. Ja. QS-Tag ist immer nett, das ist wie nach Hause kommen, immer wieder bekannte Gesichter zu treffen. Genau, aber das schön. ist so ein bisschen auch Klassentreffen. Ne? Ja, ein bisschen Klassentreffen, aber ich finde es auch total schön, dass auch viele neue, auch junge Gesichter da sind. Und deswegen ist das mehr als nur ein Klassentreffen. Also, aber es ist immer so ein bisschen nach Hause kommen. Ja, genau, ja. Das finde ich auch immer schön. Also wenn heute war ja die Abfrage in der Früh, wer ist zum ersten Mal hier, waren viele Hände oben, ich stand ganz hinten, habe es gesehen. Und das finde ich auch toll, dass das Thema Leute zieht. Ne, ja, und auch weitergetragen wird. Das finde ich schon. Und das ist ja das, was mich auch so ein bisschen umtreibt. Wie trage ich das Thema bei den Studierenden weiter, dass sie es zu ihrem Alltagswerkzeug gehört, sich mit Qualität zu beschäftigen. Was erstmal so oft nicht so als sexy hip gesehen wird. Also das ist, wenn ich so daherkomme mit Abschlussthemen zu QS, Qualitätssicherung, Testen, wird im Augenblick mehr, weil sie einfach in den Unternehmen sehen, dass das gebraucht wird. Aber das ist erstmal nicht so richtig sexy. Ne? Sie wollen irgendwie was Neues bauen und so. Das ist KI ist gerade ganz hoch im Kurs. Und da finde ich es einfach spannend, wie kriegt man sie mit? Und wenn ich dann hier mich umschaue und sehe viele junge Leute, dann finde ich das, denke ich, da gibt es doch Potenzial, wo wir drauf aufsetzen können. Wie ist denn für dich so der Status der Qualitätssicherung in der Hochschulbildung? Wie würdest du das beschreiben? Also wir haben natürlich einen sehr starken Fokus auf Softwareentwicklung und Skills zu vermitteln zur Softwareentwicklung. Und dann ist es abhängig von den Menschen, die das tun. Also ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die in Software Engineering unterwegs sind, die das im Fokus haben, aber auch einige überhaupt gar nicht. Also die das versuchen, in ihre Programmierveranstaltung mit reinzubringen, von Anfang an zu schauen, dass wir testen von den kleinen Aufgaben. Bei uns ist es so, dass wir das in der Programmierung nicht so ganz drin haben, aber im Software Engineering sehr stark. Und das hat auch da damit zu tun, dass wir 3 Personen sind, die Software Engineering bei uns machen, die das alle im Fokus haben und die gerne gemeinsam da etwas voranbringen möchten. Und da versuchen wir sie wirklich von Anfang an auf so Fragen, was ist denn eigentlich Qualität von Software? Ist das nur die Funktionalität oder die Qualitätskriterien von nicht funktionalen Anforderungen? Wie kriegen wir das rein? Thema Nachhaltigkeit hast du gerade schon gesagt. Das ist für uns 3 ein Riesenthema. Da schaffen wir es auch, ein paar Kollegen und Kolleginnen mitzunehmen, aber nicht alle. Und ich denke mal, wenn wir das in vielen unseren Veranstaltungen reinkriegen, dann können wir vielleicht doch den einen oder anderen Samen säen, wo wir dann sagen, da gibt es Menschen, die tragen das dann auch nach außen weiter. Ja, also ich habe auch immer so ein bisschen die Sorge, dass es ja alles sehr entwicklungslastig ist und quasi oder programmierlastig und dieses Programmieren auch immer quasi das komplett ausspart. Also es ist schon ein Teil davon, aber Programmieren ist halt einfach nur den Code schreiben und da gar nicht auch so vermittelt wird, so von wegen, ja, da gehört, aber eigentlich ist es ja nur fertig, wenn es auch getestet ist, wenn auch irgendwelche qualitätssichernden Maßnahmen gelaufen sind. Aber ohne Programmieren geht es auch nicht. Also wir sagen ganz oft, wo Programmieren draufsteht, also wo Informatik draufsteht, muss auch Programmieren drin sein. Denn wenn wir es nicht programmieren, dann ist es auch nicht wirklich Informatik. Also da ohne geht es nicht. Aber du hast recht, wie schaffen wir es, das zu vermitteln? Und wir versuchen ganz oft
also ich habe einen Kollegen, mit dem ich total gerne zusammen Veranstaltungen mache. Er kommt so aus der Programmierecke, kommt aus dieser DevOps-Ecke, sehr stark Blick auf Monitoring von Systemen, also Messen von Systemen. Ich komme so aus diesen Qualitätssicherungsverfahren und wir machen ganz oft so Veranstaltungen, wo wir sagen, wir schauen uns mal Qualitätssicherungsverfahren an und gucken mal, was lernen wir dafür für das Bauen von Software. Also nicht nur darauf schauen, wie prüfen wir nachher das, was wir gebaut haben, sondern auch, wenn wir diese Verfahren kennen, was können wir daraus nutzen, damit wir schon von vornherein die Software besser bauen. Oder dass wir uns auch anschauen, es gibt so viele Werkzeuge, um zu verstehen, wie funktionieren eigentlich diese Werkzeuge und was liefern uns dann so Sprachen wie Java an Konzepten, dass wir solche Werkzeuge bauen können. Und wenn wir solche Werkzeuge bauen können, was wissen wir dann vielleicht auch darüber, um das in der Softwareentwicklung selber nutzen zu können. Also das versuchen wir immer so ein bisschen zu verbinden und hoffen damit, das Thema Qualität nicht nur so als ich muss nachher noch eine Qualitätssicherung machen, sondern das ist Teil unseres Alltagshandelns. Und das versuchen wir mit vielen dieser gerade nicht funktionalen Qualitätskriterien, dass wir immer wieder gucken, Performance. Warum ist eigentlich Performance wichtig? Ne? Dann hört man, ist nicht mehr so wichtig, dann hole ich mir halt eine schnellere Maschine oder Skalierbarkeit. Ja, dann fahre ich noch ein paar Services rauf, ohne zu bedenken, dass ich die Komplexität erhöhe. Und was kaufe ich mir eigentlich damit ein? Und dann skaliert es trotzdem nicht wirklich. Wir sehen ja immer diese schönen Beispiele, wo dann ein System gelauncht wird, am ersten Tag gehen viele Leute drauf und das kracht sofort. Und wo wir stehen, warum habt ihr vorher nicht genau solche Fälle? Es gehen in einer bestimmten Zeit 100.000, 500.000 Personen auf diese Anwendung drauf. Warum ist das nicht vorher mal geprüft worden? Das ist ja nichts, wo man sagt, das ist ungewöhnlich. Und als Antwort kriegt man, fährt man ein paar Services hoch, skaliert man horizontal. Das ist es oft nicht. Und das versuchen wir so ein bisschen zu vermitteln. Also wie kann ich aus diesem Wissen der Qualitätssicherung das mitnehmen in unsere in unsere Softwareentwicklung? Also dass wir versuchen, schon von vornherein so ein bisschen Qualität auch in diese Entwicklung einzubringen. Ja, das ist ja eigentlich total sinnvoll, die Qualität schon von Anfang an mitzudenken. Und das muss man natürlich, kann man lernen dadurch, dass man sich diese Methoden anschaut, wie dann eigentlich, worauf dann geprüft wird auch später dann. Genau. Aber es gibt schon auch viele Studierende, die finden das nervig, wenn wir immer wieder sagen, so und jetzt messt ihr mal, wie lange dauert eigentlich eure Funktion, implementiert es mal mit einer anderen Sprache, messt mal wieder, wie lange dauert das denn eigentlich. Das finde ich einfach ziemlich nervig, weil sie ja was Neues entweder, man sieht nichts. Ne? Also wir sind jetzt nicht die Verfechter, wir brauchen schöne Grafikoberflächen, sondern wir sind eher die VerfechterInnen, die sagen, wir brauchen klare Schnittstellen, die wir in eine Automatisierungskette einbetten können, um dann die Prozesse einfach adäquat unterstützen zu können. Und dann sind uns die Oberflächen eher hinderlich. Und das ist natürlich schwer zu vermitteln. Das sieht nicht schön aus, es ist nicht bunt, man kann nicht hier und dahin klicken. Ja, aber ganz viel Software passiert ja auch dahinter. Ne? Also das ist ja, wenn man drauf schaut, wie die Entwicklung auch aussieht. Ne? Man sieht zwar nur das Frontend häufig, aber ganz viel ist natürlich dahinter dann auch. Aber das machen wir ganz oft mit unseren Erstsemesterstudierenden, dass wir sagen, wir schmeißen alles weg. Wir nehmen einfach nur ein Terminal und einen ganz einfachen Editor und fangen an, kleine Automatisierungsketten bietet sich an, Linux, gibt es viele Werkzeuge, die wir aneinander hängen können, um das mal zu thematisieren. Und das finden die häufig antiquiert. Und dann gehen wir ganz oft hin und sagen, guckt euch mal Projekte, die jetzt gerade gestartet werden. Wenn wir in der Cloud sind, wie wird das eigentlich, wie gehen wir da eigentlich mit um? Und dann sehen wir auf einmal riesige Projekte, die wieder Terminals bauen. Ne? Und wo wir dann sagen, so antiquiert sind die Konzepte. Die sind zwar alt und gut durchdacht,
aber eben nicht sexy. Es Ja, sieht nicht genau. bunt und Ja. flickert nicht hier und da. Und Ja, ja. Also es klingt aber für mich ja auch alles sehr nach einem sehr praktischen Umgang, ne? Also wenn ja. ihr mit Terminal, mit Editoren, also wenn ihr das wirklich auch hands-on. Ich bin ja an einer Fachhochschule Hm, oder Hochschule für angewandte Wissenschaften. Dort ist es immer so, dass wir sehr praxisorientiert versuchen, sie dahin zu bringen. Also wir haben ganz viele, wir nennen das dann oft Labore oder Programmierlabore, wo sie selber machen müssen. hm, Und da glauben wir alle fest dran. Programmieren, lernen, lernt man nur, indem man selber immer wieder kleine Übungen macht, bis sie immer größer werden. Also es muss von der Hand in den Kopf. ja, Ne? ja, ja, Und man lernt es nicht aus Büchern. ja. Das ist nicht immer leicht, weil wir wir manchmal so Studierende haben, die eigentlich oft denken, sie wissen ja schon alles. Sie haben ja zu Hause schon den Rechner. Manchmal haben sie auch schon ein bisschen programmiert, aber sie dann auf so eine andere Ebene zu bringen, Hm, von diesen kleinen Beispielen, die sie vielleicht schon mal gemacht haben, in wie kann ich wirklich so Unternehmensprozesse mal anschauen und dann so Ketten mir hm, anschauen, Schnittstellen zwischen Systemen anschauen. Da sie dann wirklich hinzubringen, das ist nicht leicht. Und ganz oft ist das so, dass also wir haben Programmieren mit Java im ersten Semester und die ersten 7 Wochen sind relativ easy, so ein bisschen Algorithmen, ein bisschen Schleife, Abfragen, mhm, Variablen. Und dann kommt so langsam Klassen, Objekte, Polymorphie, ne? Also wo man dann viele dann aussteigen hm, und programmieren lernen, auf einmal deutlich wird, dass das schwer ist, hm, bis es Klick macht, so, hm, ne? Also, manchmal wie so eine Sprache lernen, hm, und das den Studierenden zu vermitteln, dass sie dranbleiben, hm, das ist nicht einfach. hm. Es ist ja auch total wichtig, glaube ich, diese Basics einmal zu können, weil selbst wenn ich sage, ja, ich kann ja das heute die KI schreiben lassen, ne? Ich muss ja irgendwie bewerten können, was kommt da raus Ja. und kann ich das irgendwie verwenden, ne? Das ist für mich auch eine der größten Fragen jetzt mit der KI. Hm, Ähm, wir wir waren alle, das muss man ja sagen, ne, am 30.11., als dann das noch mal sehr deutlich wurde und auch vorher schon, was da für Ergebnisse rauskommen, ist manchmal schon beeindruckend. hm, Und dann haben wir ein bisschen näher geguckt und hm, dann, sieht man ganz schnell, hm, so gut ist es dann doch nicht, hm, aber wir können alle die Ergebnisse noch einschätzen. hm, Ne, wir sehen, ob es ein brauchbares Ergebnis ist. Ist es ein Ergebnis, wo ich dran anfangen kann und dann weitermachen kann? Oder ist es so Schrott, dass ich es gleich wegschmeiße? hm, Und wie schaffen wir es jetzt, den Studierenden zu vermitteln, dass sie erst dieses Basiswissen aufbauen müssen, hm, damit sie das hm, auch einschätzen können. Und dann können sie vielleicht auch gut eine KI einsetzen. ja, Aber im Augenblick ist es so, dass ganz oft gesagt, wieso muss ich das noch lernen? mhm, Das kann doch die KI. ja, ja, Ne? Oder mir hat neulich jemand gesagt, wir brauchen keine Juniorberater mehr. mhm, Ja, das kann doch die KI. Man kann die KI genauso gut machen. Wenn ich die mit den richtigen Informationen fütter, dann kann die hm, das genauso gut. Aber wie werde ich ja, Seniorberater, wenn ich die genau. Stufe des Juniorberaters nicht mehr habe? Ne? Wie Hm, kann ich diese Erfahrungen sammeln, dass ich dann für Aufgaben, die komplexer sind, wo die KI vielleicht nur Ansätze liefert, wie kann ich die überhaupt noch in den Griff kriegen, wenn ich diese Erfahrung der einfachen Aufgaben nicht habe? hm, Es ist mir noch schleierhaft, wie wir damit umgehen. hm, Ähm, Da glaube ich, sind wir noch ganz am Anfang. hm, Und auch wir sitzen davor und schauen uns Abgaben an und denken, ich glaube, da hat auch eine KI mitgeholfen. ja, Ohne können wir natürlich niemals nachweisen. Und da hilft dann oft das Gespräch wieder und auch das Gespräch mit den Studierenden immer wieder zu sagen, wir wollen nicht einen wohlgeschliffenen Text von euch haben, hm, sondern wir wollen einen authentischen Text haben. Wir hm, wollen wissen, was wisst ihr eigentlich? Wie könnt ihr euer Wissen darstellen? Und das ist nicht immer ganz einfach. ja, ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Das ist, Wenn wir wieder zu der Qualitätssicherung auch kommen, also
wo gibt es eine gewisse Gewichtung oder es gibt ja ganz viele Themen, ne? Wir können ja uns Reviews anschauen, statische Analyse, Testmethodiken und sowas. Habt ihr da so eine Gewichtung der Dinge oder versucht ihr das mal in der Breite abzudecken oder gewisse Sachen auch gar nicht so zu betrachten, weil es in euren Augen jetzt nicht so wichtig ist in dem Kontext? Also wo wir ganz viel Augenmerk drauf lesen, ist auf Monitoring und Messen. Also dass wir von Anfang an immer wieder sowas wie Performance messen oder drauf schauen, wie viele Ressourcen haben wir verbraucht. Das versuchen wir so als Querschnittsthema in unsere Veranstaltung vom ersten Semester zu bringen. Im Software Engineering haben wir das Thema Qualitätskriterien drin und insbesondere auch nochmal in dem Kontext Requirements Engineering. Und dann in dem Kontext von Architekturen nochmal so Themen wie Wartbarkeit und Langlebigkeit von Architekturen. Aber oft so als Querschnittsthema. Und dann haben wir im Wahlbereich nochmal eine Veranstaltung, die heißt Grundlagenqualitätsmanagement. Wer die so benannt hat, weiß ich nicht, weil eigentlich machen wir Konzepte der Qualitätssicherung, so ein bisschen Qualitätsmanagement, wenn es darum geht, wie bette ich Maßnahmen der Qualitätssicherung in Prozesse ein, wie messe ich sowas vielleicht ein bisschen oder welche Maße sind eigentlich für welche Gruppen sinnvoll, also welche brauche ich vielleicht fürs Management, welche brauche ich eher im Team, wo ich sagen kann, die geht das Management überhaupt gar nichts an, sondern die brauche ich im Team, weil wir im Team gerne das verbessern möchten. Und im Kontext dann auch so mal ein bisschen, wie spielt eigentlich Dev und Ops zusammen, also in diesem Thema Monitoring. In dieser Wahlveranstaltung nehme ich gerne nochmal ein Certified Tester Foundation Level auf, um diese Verfahren nochmal zu thematisieren. Ganz speziell auch nochmal mit dem Blick darauf, Testautomatisierung. Mein Eindruck ist ein bisschen, es wird super viel automatisiert, aber es wird nicht hinterfragt, was automatisiert wird. Allenfalls nochmal sind Anweisungen abgedeckt, sind Bedingungen abgedeckt, aber weniger nochmal so zu schauen, kann ich eigentlich meine Testfälle reduzieren, weil sie so oder so redundant sind. Ne? Also das nochmal zu thematisieren. Und gerade wenn ich sowas wie Äquivalenzklassen oder Entscheidungsbäume, kann ich auch sehr gut Fehlerquellen thematisieren, die ich in der Softwareentwicklung einfach schon mal vermeiden kann. Ne? Also das kann man einfach sehr schön. Und diese Veranstaltung, habe ich ja vorhin schon gesagt, machen wir zu zweit. Ich eher mit der Brille aus der Qualitätssicherung und der Kollege eher mit der Brille aus der Programmierung im Java-Umfeld. Das finden wir beide super spannend, weil wir auch beide sehr, sehr gerne diskutieren über Konzepte und passt das jetzt eigentlich und ist das eigentlich ein sinnvolles Vorgehen, und wir haben auch ein bisschen unterschiedlichen Ansatz. Das finde ich sehr schön, weil es dann nochmal den Studierenden aussieht, das gibt nicht die eine oder andere Entscheidung, sondern es ist ganz oft ein Abwägen, was ist richtig für das Team, was ist richtig für die Anwendung, für die Lösung, die ich baue. Und wir müssen lernen, über das, was wir machen, zu reden, mit anderen darüber zu reden. Und das fällt ihnen sehr schwer. Und wir spielen ihnen das im Grunde immer vor. Schön, ja. Und das macht einfach total viel Spaß, weil wir beiden auch gerne diskutieren, uns manchmal streiten auf so einer fachlichen Ebene, auch wenn wir sonst total gut klarkommen miteinander. Das ist einfach, ist dann nett. Ja, das ist nett. Und merkst du, du kennst ja deine Studierenden dann nach einer gewissen Zeit auch so den einen oder anderen oder die eine oder andere, wo du sagst, die wird mal Testerin oder Quality Engineer oder so, oder die sagen das auch, das ist ein total spannendes Thema, oder? Während des Studiums nicht. Während des Studiums eigentlich nicht, aber ganz viele, also wir haben in unserem Studium derzeit im 4. Semester, demnächst im 5. Semester, sowas wie ein Praxissemester. Und dann kommen die in diese Unternehmen rein und kommen ganz oft in so eine
Rolle der Qualitätssicherung, weil das sehr häufig ja auch so eine Aufgabe ist, wo man mal in die Systeme reinschauen muss sie analysieren, man kann sie damit sehr gut da reinbringen. Und dann kommen sie ganz oft wieder und sagen, oh, ich möchte gerne meine Abschlussarbeit in diesem Kontext testen. Also ich habe im Augenblick ganz viele Arbeiten, die zur Testautomatisierung sind, weil sie mit dieser Fragestellung aus dem Unternehmen gekommen sind. Ah ja, okay. Ja, und dann sehen sie auf einmal, dass das spannend ist. Oder ich hatte neulich einen Absolventen, den ich wieder getroffen habe, und der erzählte mir dann auch, dass er jetzt eigentlich in der Qualitätssicherung ist und das eigentlich super spannend findet und sich gefragt hat, warum fand er das vorher nicht so spannend. Ne? Also das ist, also man kann es noch nicht so erkennen, aber es gibt natürlich, also gerade wenn das so ein WP, also ein Wahlpflichtfach ist, sind das natürlich ausgewählte Personen, die einfach nochmal Lust haben, tiefer da reinzuschauen. So, ne? Also das sind dann Menschen, die so oder so relativ eng bei uns sind, weil sie unsere anderen Veranstaltungen vielleicht interessant fanden. Dann muss man einfach so sehen, ich würde auch im Wahlbereich die Veranstaltungen suchen mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich klargekommen bin in meinem Studium. Das hätte ich auch gemacht. Also Du hast vorher angesprochen Nachhaltigkeit. Ich habe das auch hier im Podcast, das war schon zweimal Thema auch. Das bewegt auch, da habe ich auch immer wieder Feedback dazu bekommen. Und du sagst ja jetzt auch, das versucht ihr mehr reinzubekommen. Oder wie vermittelt ihr denn das? Also im Grunde versuchen wir es in so eine Studienkultur reinzukriegen. Das Erste ist, dass wir unser Labor umgebaut haben. Früher hatten wir 15 Rechner da stehen, die wurden alle 5 Jahre ausgetauscht. Und im Grunde muss man sagen, ein halbes Jahr später sind die nicht so leistungsstark wie die Laptops, die die Studis mitbringen. Also sind die gekommen, haben die an die Seite geschoben, haben ihren Rechner dahingestellt. Also das war so das Erste, dass wir gesagt haben, lasst uns mal schauen, dass wir das anders gestalten. Die Rechner, also schaffen wir schon mal ab. Wir kaufen nicht alle 5 Jahre neue Software, sondern wir unterstützen oder wir bauen lieber eine Umgebung auf, dass Studierende mit einem ganz einfachen Laptop an unsere Infrastruktur drankommen. Und wenn sie dann was Leistungsstärkeres machen sollen, dann machen sie das auf unserer unsere Serverlandschaft, die wir da haben, der Informatik-Cloud. Und die ist so aufgebaut, das sind alles Refurbish-Geräte, sehr sparsam in den Ressourcen, weil wir immer sagen, also alle Studierende kriegen einen Docker, aber alle Docker haben, ich glaube, 2 Gigabyte Speicher, weil wir sagen, schaut da drauf, dass ihr, wenn ihr was baut, mit diesen Ressourcen auskommt und nicht ausufernd werdet. So, ne? Also, und das versuchen wir zu gestalten mit einer Gruppe von Lehrenden, Mitarbeitenden und Studierenden. Und wir schaffen es auch, Studierende, die kohortenübergreifend. Und wenn die Älteren da rausgehen, weil sie mit dem Studium fertig werden, dass die Jüngeren immer nachkommen. Also das ist, seit ein paar Jahren haben wir, und es gelingt relativ gut. Das ist schon mal so ein Nukleus, so, ne, wo so ein Kern, die das so in den Studiengang hineintragen. So, und dann machen wir alle Veranstaltungen, die wir machen, also diese 4 Kollegen und Kolleginnen, die so relativ eng zusammenarbeiten, die sagen, wir nehmen eine Umgebung, wo die ihr Laptop haben, ganz einfach. Wir arbeiten viel mit dem Terminal. Wir haben für dieses Jahr haben wir für sowohl Mac, Windows als auch Linux-Laptops eine gleiche Umgebung. Also wir haben, glaube ich, Westterm jetzt genommen. Immer Open Source, damit alle Studierenden eine Teilhabe haben, also auch diese soziale Nachhaltigkeit. Und das versuchen wir von Anfang an zu vermitteln. So, und dann haben wir so eine Veranstaltung Einführung in die Informatik und Wirtschaftsinformatik. Und da versuchen wir so kleine Automatisierungsketten zu bauen und führen sie genau auch in diese Welt der Terminals. Und hier habt ihr euren Server, weil das nochmal eine andere Denke ist, aus der sie kommen. Nicht? Sie haben sonst ihren Rechner, da haben sie alles. Cloud haben sie schon mal gehört, da
schieben sie irgendwelche Daten hin. Aber dass wir ganz häufig so eine Situation, wir haben einen Rechner und die Anwendung läuft oft auf so einem Server, das ist für sie eine neue Welt. Und da versuchen wir sie hinzubringen. Und ihre Laptops brauchen nicht viel Kapazitäten. Ja. Und wenn jemand gar keinen hat, auch das ist natürlich, weil er kein Geld hat, sowas zu kaufen, dann haben wir Leihlaptops, die wir haben. Oder in diesem Labor, wo früher diese 15 Rechner sind, immer noch ein paar Leihlaptops vorhanden, sodass sie auch arbeitsfähig sind. Na, also das ist so das eine. Und dann fangen wir von Anfang an, also gerade in dieser Einführung der Informatik, Wirtschaftsinformatik, bauen wir Automatisierungsketten und sagen ganz oft, messt mal, wie lange das jetzt gedauert hat. Ne? Oder dann haben wir eine Veranstaltung vernetzte Systeme, da thematisieren wir sehr häufig, wie viel Daten schickt ihr jetzt eigentlich rüber? Und thematisieren dann, ist es manchmal nicht geschickter, ein ganz einfaches Protokoll zu schreiben, wenn ich so oder so weiß, beide Seiten kennen sich und kennen dieses Protokoll, dann reicht es vielleicht auch eine CSV drüber zu schicken. Ja. Ne? Die Struktur ist klar, beide Seiten kennen das, reicht. Oder muss es ein ganz geschwätziges Format sein? Und es gibt Gründe, wo das ganz geschwätzig sein muss. Und es gibt gute Gründe, wann das nicht der Fall sein muss. Und das sich immer wieder zu überlegen und sich das klar zu machen. Und das versuchen wir immer wieder auch mit Messen. Was geht darüber an Datenvolumen? Wie viel Zeit braucht das? Wie viel Durchsatz? Wie viele Messages kann ich abarbeiten in einer bestimmten Zeit, um sie darauf zu drillen, so ein bisschen darüber nachzudenken, was für Ressourcen verbrauche ich. Und sagen ganz deutlich, das gehört in euren Handwerkskasten. Und das könnt ihr irgendwann wieder rausholen. Das ist nicht immer leicht. Ich hatte neulich einen Studierenden im Projekt, also am Ende des Studiums. Da haben wir immer so ein einjähriges Projekt. Und der sollte irgendwie Daten von einer Seite runterholen. Dann habe ich gesagt, haben wir im ersten Semester gemacht. Ja. Und der saß da, habe ich seitdem aber nicht wieder gemacht. Ne? Also das ist so, nicht wie bleibt das in ihrem Alltagshandeln drin. Wir versuchen das wirklich so in allen Veranstaltungen immer wieder aufzugreifen, dieses Handwerkszeug, damit es gesetzt ist. Ja. So, ne? Ja, damit er sich auch verinnerlicht. Ja. Ne? Aber ich glaube auch, dass Nachhaltigkeit ist schon ein essentielles Thema in unserer Branche, weil es wird jetzt immer mehr und wir haben so leicht Zugriff auf ein paar Parameter, CPUs hochfahren in der Cloud, mehr Speicher, mehr Strom, das hängt so viel dahinter. Genau. Und dann ist man so leicht ein bisschen fahrlässig damit. Ne? Es ist ja auch lange propagiert worden. Ja, klar. Als ich studiert habe, war es klar, dass wir auf Ressourcen gucken, Ja. weil wir hatten, ich glaube, 128K Hauptspeicher. Und, nicht? Also da hat man auf Ressourcen in den Algorithmen schon geguckt. Heute kosten Ressourcen erstmal nichts. Da guckt keiner drauf. Ja. Und da den Blick wieder hinzubringen, schaut doch auf eure Ressourcen. Nicht? Müssen wir wirklich das in der Form machen? Das macht es so schwer. Ja, klar. Und dann versuchen wir mit den Studierenden in den höheren Semestern, also gerade in dieser Veranstaltung Qualitätssicherung oder Qualitätsmanagement, so Szenarien aufzubauen, wie untersuche ich eigentlich etwas. Nicht einfach ein Phänomen zu sehen und denken, oh ja, packe ich mehr Speicher ran, sondern zu untersuchen, was steckt eigentlich dahinter. Also wir hatten so ein Phänomen, was wir in unserer Infrastruktur beobachtet haben. Ne, sehr sparsame Docker, Tomcat da drin und wir hatten eine kleine Webanwendung und nach 10 Minuten ist immer Gutes abgeräumt, weil der Speicher voll war. So, ne? Und wo wir dann gesagt haben, ja, wie untersucht ihr das denn eigentlich? Ne? Was für Probleme können das sein? Es könnte zu wenig Speicher sein. Das könnte aber auch die Java Virtual Machine sein. Es könnte der Tomcat sein. Ne? Also wie baue ich mir jetzt Szenarien auf, überhaupt, um sowas zu untersuchen und neugierig zu werden? Was könnte das Problem sein, ohne es so gleich mit so einem Totschlagargument, Ja, genau. kriegt mehr Speicher, dann
wird das schon gehen. Ja, ja. Ja. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Das finde ich super, das so in der Kultur auch zu verankern, einfach über den Alltag Ja, auch immer wieder auf die Dinge zu schauen. Das ist, glaube ich, ein echten Mehrwert auch für die Zukunft, den es genau. da braucht. Ja. Und ich hoffe, dass die das dann mittragen in die Projektkultur. Ja. Heute Morgen war ein schöner Vortrag von dem Kollegen von Chibo. Und der hat das auch mit so einer Begeisterung da reingetragen, was sie machen, um da Nachhaltigkeit in die Projekte zu tragen, das als Kriterium mit aufzunehmen. Und sowas erhoffe ich mir, dass die Studierenden, die rausgehen, genau diese Begeisterung mitnehmen und immer mal wieder auch zu hinterfragen, was da passiert. Auch wenn man am Anfang, wenn man neu ist in einem Unternehmen, nicht alles gleich ändern kann. Auch Ja. den Zahn ziehen wir ihnen natürlich. Ja, klar. Aber Das ist, also, wie die Welt verändern, aber es ist ja, manchmal nicht ganz so einfach. nein, manchmal ist es nicht ganz so einfach und das müssen kleine Schritte. Ja. Aber das möchten wir ihnen mitgeben, damit sie genau mit dieser Begeisterung diese kleinen Schritte gehen. Und manchmal hat man ja auch Glück, dass man auf ein Umfeld trifft, wo man das dann weitertragen kann. Also dann freue ich mich immer. Und wenn ich dann nach, was weiß ich, 1, 2 Jahre nach deren Studienende sie wieder treffe und sie mir dann solche Beispiele erzählen, Ja. dann freue Ja, ich mich genau, immer. das ist sehr, sehr schön. Ja, Ja. ja super. Karin, vielen lieben Dank für diese Einsicht mal in dein Hochschulleben, auch wie ihr da Qualitätssicherung lebt. Hat für mich jetzt ein ganz anderes Bild auch gemacht, wie ihr die Dinge verankert da drinnen. Das finde ich total spannend. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Für mich war das immer so eine Vorlesung, Qualitätssicherung oder Software, aber das so in das ganze Thema mit reinzubringen, in die Kultur mit reinzubringen, in den täglichen Umgang mit den Themen, das finde ich natürlich den viel besseren Weg, weil das sich viel tiefer verankern kann, als wenn man das nur mal als Methode lernt. Ja, Von der Hand in den Kopf. genau, ja. Das ist ein schönes Abschlusswort. Ich danke dir schön, dass du hier warst und wünsche dir noch viel Spaß am QS-Tag. Danke.